Mit Sicherheit kennst du die Kleinunternehmerregelung. Die Kleinunternehmerregelung ist eine Vereinfachungsvorschrift und die führt dazu, dass du auf deine Rechnung keine Umsatzsteuer ausweisen musst, du machst keine Umsatzsteuervoranmeldung, du machst keine Umsatzsteuerjahreserklärung und du hast generell nichts mit dem ganzen Thema Umsatzsteuer zu tun und musst sie dann entsprechend auch nicht bezahlen. Das klingt erstmal verlockend und falls du diese Regelung nicht kennen solltest, dann schau dir mal das Video an, was ich dir oben rechts verlinke. Da habe ich nämlich diese Kleinunternehmerregelung, die herkömmliche Kleinunternehmerregelung, um es mal so zu sagen, genauer erklärt. In diesem Video soll es um eine ganz besondere Form der Kleinunternehmerregelung gehen, die es noch gar nicht so lange gibt. Die gibt es nämlich erst seit Anfang 2025 und das ist die sogenannte EU-Kleinunternehmerregelung. Denn die klassische Kleinunternehmerregelung hat einige Probleme. Und zwar wird das Ganze immer umsatzsteuerlich kompliziert, sobald du internationale Geschäftsbeziehungen hast. Weil die Kleinunternehmerregelung gilt grundsätzlich nur in Deutschland. Aber was ist, wenn du Kunden im EU-Ausland hast? Gilt denn das Reverse-Charge-Verfahren? Wie ist das eigentlich, wenn du durch Warenlieferungen über bestimmte Lieferschwellen landest? Da gibt es eine ganze Reihe von Regelungen, wie du als Kleinunternehmer plötzlich durch die Hintertür umsatzsteuerpflichtig wirst in anderen Ländern. Und dadurch verliert man in gewisser Weise irgendwie den Vorteil, den man hatte als Kleinunternehmer, dass man sich um das ganze Thema Umsatzsteuer gar nicht kümmern muss. Und deswegen gibt es seit Anfang 2025 die EU-Kleinunternehmerregelung. Die ist in § 19a Umsatzsteuergesetz geregelt und das ist quasi eine Kleinunternehmerregelung, die für den Rest der EU gilt. Das heißt, du hast in Deutschland die klassische Kleinunternehmerregelung und für den Rest der Europäischen Union kannst du die EU-Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen und die hat dann da den gleichen Effekt. Du hast dann keine Verpflichtung in den anderen Ländern, Polen, Frankreich, Österreich, Dänemark, Spanien, wo auch immer, Umsatzsteuer auszuweisen, Umsatzsteuer irgendwie zu berechnen, abzuführen, eine Umsatzsteuererklärung zu machen und irgendwo hinzuüberweisen. Musst du dann einfach nicht machen, weil du dann quasi für die EU auch eine zweite Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen kannst und die funktioniert im Kern eigentlich genauso wie die deutsche Kleinunternehmerregelung. Das bedeutet, wenn du in Deutschland Kleinunternehmer bist, aber regelmäßig Kunden aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union hast, dann solltest du dir dringend § 19a mal etwas genauer anschauen und einfach für den Rest der EU die europäische Kleinunternehmerregelung auch in Anspruch nehmen und dann bist du auch im Ausland auf der sicheren Seite. Dummerweise funktioniert die EU-Kleinunternehmerregelung aber so ein bisschen anders wie die deutsche Kleinunternehmerregelung und deswegen schauen wir uns die wichtigen Punkte mal in diesem Video zusammen an. Und als erstes kommen wir zu dem Punkt, wann kannst du das Ganze eigentlich in Anspruch nehmen? Wir kennen das ja von der deutschen Kleinunternehmerregelung, die kannst du immer in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz im Vorjahr unter 25.000 Euro lag und im laufenden Jahr unter 100.000 Euro. Bei der EU-Kleinunternehmerregelung gilt tatsächlich für das Vorjahr und für das aktuelle Jahr die Grenze von 100.000 Euro. Also wenn du im letzten Jahr in der gesamten EU, außer Deutschland, also EU-Ausland, unter 100.000 Euro Umsatz gemacht hast und im laufenden Jahr auch unter 100.000 Euro bleibst, dann kannst du tatsächlich diese EU-Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, hier sind die Grenzen tatsächlich etwas lockerer als bei der deutschen Kleinunternehmerregelung. Sobald du diese 100.000 Euro Grenze überschreitest, bist du sofort mit diesem Umsatz, also zum Zeitpunkt dieses Umsatzes, umsatzsteuerpflichtig. Dann halt entsprechend nach dem Umsatzsteuergesetz in den jeweiligen Ländern, in denen du denn da unter Umständen umsatzsteuerpflichtig bist. Neben diesen Umsatzgrenzen, unter denen du bleiben musst, darfst du dich nicht in anderen Ländern, also in ganz spezifischen Ländern als Kleinunternehmer registriert haben. Also in Deutschland darfst du das, aber zum Beispiel nicht in Frankreich. Das bedeutet, du musst eine EU-weite Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Du kannst jetzt nicht einzelne Länder rauspicken und dich da jeweils als Kleinunternehmer registrieren und für den ganzen Rest nimmst du die EU-Kleinunternehmerregelung. Du darfst quasi nur in dem Land, in dem du deinen Sitz hast, also Deutschland, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen und dann einmal die Regelung für das gesamte übrige Gemeinschaftsgebiet. Außerdem darfst du dann natürlich keine Umsatzsteuer mehr auf deine Rechnung ausweisen. Das heißt, wenn du aktiv darauf verzichtest, weil du zum Beispiel Umsatzsteuer in einem Land ausweist und die dann da tatsächlich auch abführst, ist das quasi eine Option zur Regelbesteuerung und dann kannst du nicht zeitgleich für andere Umsätze im EU-Ausland die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Was übrigens auch nicht geht, ist, dass du sagst, in Deutschland unterliegst du der Regelbesteuerung, weil in Deutschland ist das ja noch relativ einfach, aber im Ausland, das ist ja immer so ein bisschen ärgerlich, dann nimmst du nur fürs EU-Ausland die Kleinunternehmerregelung. Das heißt, du kannst die EU-Kleinunternehmerregelung nur in Anspruch nehmen, wenn du in Deutschland auch Kleinunternehmer bist. Leider wäre eigentlich eine schöne Lösung gewesen, in Deutschland ganz normal umsatzsteuerpflichtig zu sein und für die paar EU-Umsätze machst du dann die Kleinunternehmerregelung. Das geht aber leider nicht. Wenn du diese EU-Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen möchtest,
möchtest, dann kannst du das nicht machen bei deiner steuerlichen Registrierung ganz am Anfang mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, sondern musst das separat beantragen beim Bundeszentralamt für Steuern. Die haben ein Online-Portal, das verlinke ich dir auch einmal unten in der Videobeschreibung, da kannst du diesen Antrag stellen. In diesem Anmeldebogen musst du angeben, mit welchen Ländern du denn eine Geschäftsbeziehung haben möchtest. Das kannst du später auch immer noch erweitern, immer über das gleiche Portal, aber wenn du heute zum Beispiel planst, vor allem Kunden in Spanien und Österreich zu haben, dann wählst du da einfach Spanien und Österreich aus und dann kannst du da dann jeweils die Umsätze machen als EU-Kleinunternehmer. Nachdem du diesen Fragebogen ausgefüllt hast, bearbeitet das Bundeszentralamt für Steuern deinen Antrag und schickt dir dann eine sogenannte Kleinunternehmer-Identifikationsnummer zu. Also noch eine Nummer. Aber mit dieser Kleinunternehmer-Identifikationsnummer können EU-weit Kleinunternehmer sich quasi ausweisen, dass sie Unternehmen sind, aber dass sie als Kleinunternehmen agieren und dass es deswegen richtig ist, keine Umsatzsteuer auf den Rechnungen auszuweisen. Und diesen Hinweis, den solltest du dann natürlich auch auf deine Rechnungen schreiben, genauso wie diese Kleinunternehmer-Identifikationsnummer. Und sobald du diese Nummer hast, ist dein Antrag quasi genehmigt und du kannst EU-Rechnungen ohne Umsatzsteuer als EU-Kleinunternehmer ausstellen. Und wenn du dich für diese Regelung entschieden hast, dann hast du leider einige Aufgaben. Und zwar musst du dann tatsächlich eine regelmäßige Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern abgeben, wie viel Umsatz du denn jetzt tatsächlich mit welchen Ländern gemacht hast. Das bedeutet, diese EU-Kleinunternehmerregelung führt zwar dazu, dass du dich in den einzelnen Ländern nicht steuerlich registrieren musst und auch keine Umsatzsteuer zahlen musst und so weiter. Du musst aber stattdessen quartalsweise immer eine Meldung darüber abgeben, wie viel Umsatz du denn tatsächlich jetzt in welchen EU-Ländern gemacht hast. Das ist leider notwendig. Das heißt, es erspart dir nicht ein Mindestmaß an bürokratischer Arbeit. Du musst für jedes Kalenderquartal einmal dich bei diesem Online-Portal einloggen und entsprechend die Umsätze melden. So kontrolliert das Bundeszentralamt für Steuern, dass du unter dieser 100.000 Euro Grenze bleibst. Sobald du einmal diese 100.000 Euro Umsatz überschreitest, hast du übrigens nur 15 Tage Zeit, diese Überschreitung dem Bundeszentralamt für Steuern zu melden, weil du bist dann ab diesem Zeitpunkt umsatzsteuerpflichtig, zumindest dann in den entsprechenden Ländern und musst das natürlich dann entsprechend auch ausweisen und die Umsatzsteuer abführen. Für die laufenden quartalsweisen Umsatzmeldungen hast du übrigens immer einen Monat Zeit. Das erste Quartal, was ja von Januar bis März geht, musst du melden bis Ende April, also bis zum 30. April. Das zweite Quartal musst du melden bis zum 31.07., das dritte Quartal bis zum 31. Oktober und das vierte Quartal bis zum 31. Januar des Folgejahres. Und das machst du dann so lange, wie du diese EU-Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst. Übrigens auch dann, wenn du mal keine Umsätze machen solltest, dann musst du eine Nullmeldung abgeben. Und dann bist du so lange EU-Kleinunternehmer, bis du erstens einfach über diese 100.000 Euro Umsatz gehst und dadurch umsatzsteuerpflichtig wirst oder indem du aktiv darauf verzichtest. Du kannst nämlich, und das ist anders als bei der deutschen Kleinunternehmerregelung, jederzeit einen Antrag stellen, dass du das in Zukunft nicht mehr machen möchtest und lieber ganz normal regelbesteuert in den jeweiligen EU-Ländern deine Umsatzsteuer ausweisen und abführen möchtest. Den Antrag kannst du, wie gesagt, jederzeit stellen, auch online beim Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern und dann gilt die Änderung ab Beginn des nächsten Kalenderquartals. Also wenn du den Antrag beispielsweise am 16. April stellst, dann ist das zweite Quartal und dann bist du ab dem 1.7., also Beginn des nächsten Quartals, Regelbesteuerer und dann bist du raus aus der EU-Kleinunternehmerregelung. Das heißt, du kannst auch unterjährig hin und her wechseln, das ist soweit gar kein Problem. Wenn du aber unter den Grenzen bist und dich aktiv für die Umsatzbesteuerung entscheidest, dann bist du daran auch erstmal gebunden. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Ich kann mir vorstellen, dass du dazu noch einige Fragen hast, dann lass es mich unbedingt unten im Kommentarbereich wissen und ich versuche dir da gerne weiterzuhelfen. Und wenn du für deine Selbstständigkeit Unterstützung brauchst, im Rahmen eines Steuerberaters oder nur ein Buchhaltungsprogramm, ein Bankkonto, was auch immer, findest du alle meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir gerne aber auch noch einmal hier. Und jetzt könntest du den Kanal abonnieren, dann verpasst du in Zukunft auch keine Neuerungen mehr. Oder du schaust einfach direkt eins der weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.